Heute backe ich Ochsenaugen, das sind Plätzchen aus Mürbeteig mit Marzipan, Makronenmasse und einem Spiegel aus Johannisbeergelee. Damit die Ochsenaugen schön glänzen, werden sie mit Aprikosenmarmelade aprikotiert. Das Rezept findet ihr neben vielen anderen Rezepten auf rezeptschachtel.de. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Zuerst wird der Mürbeteig geknetet. Wir brauchen 325 Gramm Mehl, 150 Gramm kalte Butter, Prise Salz, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Teelöffel Backpulver, ein Ei und 2 Eigelb. Das Eiweiß von den beiden Eigelben verwenden wir später für die Marzipan-Makronenmasse. Das Backpulver ist nicht unbedingt notwendig, es macht die Kekse weicher und voluminöser. Wer es lieber knusprig mag, der kann das Backpulver auch weglassen. Das Mehl mit dem Backpulver auf die Arbeitsfläche sieben. Die restlichen trockenen Zutaten dazugeben und vermischen. Dann Ei, Eiweiß und die kühl in Würfel geschnittene Butter dazugeben. Beim Mürbeteig soll das Fett kühl sein und der Teig darf nur so lange wie nötig geknetet werden, andernfalls wird der Teig brandig, also bröselig, und er kann nicht so gut ausgerollt werden. Ich vermenge den Teig zuerst immer mit den Fingerspitzen, so klebt nicht gleich das Ei und die Butter an den Händen. Den Plätzchenteig zum Kühlen flach auf einen Teller drücken und in den Kühlschrank stellen. Nun wird die Marzipan-Makronenmasse hergestellt. Wir brauchen 600 Gramm Rohmarzipan und 3 bis 4 Eiweiß, je nach Größe der Eier. Die Makronenmasse soll nicht zu weich sein, damit sie beim Backen nicht zerläuft. Das Marzipan in Würfel schneiden, damit es sich besser verrühren lässt. Zusätzlich kann es kurz in der Mikrowelle lauwarm erwärmt werden, dann wird das Marzipan schön weich. Die 3 bis 4 Eiweiße dazugeben und so lange rühren, bis eine glatte Makronenmasse entstanden ist. Falls die Makronenmasse zu fest ist, um sie durch den Spritzbeutel zu drücken, kann sie mit ein wenig weiterem Eiweiß verdünnt werden. Nun die Mürbeteigplätzchen ausstechen, dazu den Teig mit wenig Mehl etwa 5 mm dick ausrollen. Die Plätzchen sollten etwa 6 bis 7 cm Durchmesser haben. Man kann gewellte Ausstecher nehmen, genauso schick sind aber glatte Ausstecher. Zur Not kann zum Ausstechen auch ein Glas verwendet werden. Die Makronenmasse in einen Spritzbeutel mit mittelgroßer Sternhülle füllen. Es muss ein stabiler Spritzbeutel sein, die einfachen Einmalspritzbeutel sind für die relativ feste Makronenmasse nicht geeignet. Die Plätzchen werden auf Backpapier bei 170 Grad Umluft etwa 15 Minuten gebacken, solange bis die Makronenmasse bräunt, aber nicht zu dunkel ist.
Zum Aprikotieren der Ochsenaugen 3 Esslöffel Aprikosenmarmelade durch ein Sieb passieren, um die festen Fruchtstücke zu entfernen. Die Marmelade wird mit einem Esslöffel Wasser kurz aufgekocht. Die Ochsenaugen dünn mit der Aprikotur einstreichen. Für die Plätzchenfüllung 200 Gramm Johannisbeergelee kurz aufkochen, so wird das Gelee flüssig und die Ochsenaugen bekommen einen schönen, glatten und glänzenden Fruchtspiegel. Die Ochsenaugen mit je etwa einem Teelöffel Gelee füllen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann liked bitte das Video und abonniert den Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.